In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Mops sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial, einfach. Los geht's! Und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ich fange jetzt hier an mit der Nase und der Maulpartie sozusagen. Dazu nutze ich ein Rohr Klinger Sepia. Und dieses habe ich verdünnt mit ein bisschen Wasser, also 3 Tropfen Wasser habe ich da reingepackt und 1 Tropfen Medium habe ich tatsächlich da reingepackt, weil ich werde den Mops, sobald er fertig ist, auch später abkleben mit Maskierfolie. Und damit ich die Farbe jetzt hier dann nicht runterreiße, habe ich dann einfach schon mal Medium vorsorglich ein bisschen reingepackt. Okay. Bevor ich das vergesse, es ist 1 Tropfen Farbe in dem Gemisch drin. Na, also das heißt zusammengefasst 3 Tropfen Wasser, 1 Tropfen Medium, 1 Tropfen Farbe. Ich arbeite hier auf einem DIN A3 Karton, ein Artboard sozusagen. Auf den kann man besonders gut kratzen und auch radieren. Später werde ich auch noch kratzen. Es hat ja auch hier viel das Bild mit Fellstruktur zu tun. Und damit diese naturalistisch rübergebracht wird, werde ich hier eine Kombination aus Radieren, Airbrushen und Kratzen verwenden. Lasst euch überraschen, bleibt unbedingt dran, damit ihr auch später das Endergebnis seht. Viel Spaß dabei! Bei der Maulpartie, bei der Nasenpartie und jetzt auch bei der Augenpartie arbeite ich sehr dicht am Maluntergrund mit der Airbrush-Pistole. Es sei denn, ich möchte etwas einschattieren. Jetzt gehe ich hier wieder näher dran. Ich arbeite hier auch mit einer flexiblen Schablone, also ein flexibles Kurvenlineal kann man sagen. Meine Airbrush-Pistole hat eine 0,3er Düse, das ist die Torrigon, die ich verwende. Genau, und ihr seht jetzt, am Auge gehe ich jetzt besonders dicht dran, damit ich auch die einfachen, scharfen Kanten hier hinbekomme, von der Iris und der Pupille sozusagen. Gerade weil ich hier Haftungsvermittler noch drin habe, also Medium hier nutze, radiere ich auch flott wieder die Sachen aus, wenn ich hellere Stellen haben möchte. Hier auch am Auge habt ihr das schön gesehen und jetzt auch am Maul, weil wenn einmal Haftungsvermittler mit der Farbe durchgetrocknet ist, dann ist das viel schwieriger zu radieren. Deshalb denkt dran, wenn ihr Medium nutzt, immer frisch die Farbe vom Maluntergrund eben entfernen nach unmittelbaren Farbauftrag. Die Farbe sollte natürlich nicht feucht oder nass sein, ganz klar. Ne? Genau, und dann sollte das auch noch klappen, dass ihr die Farbe darunter bekommt, wenn ihr denn radieren möchtet. Ja, jetzt gehe ich ein bisschen weiter weg mit der Airbrush-Pistole zum Maluntergrund, um einfach die Fellstruktur grob anzulegen. Genau, und hier seht ihr auch schön, ich gehe immer mit der Fellstruktur mit, also sprich nicht gegen den Strich arbeiten, damit es auch naturalistisch wirkt später. Und hier am Maul auch, also das wird jetzt ein bisschen dunkler. Später kommt dann auch noch das Schminke-Schwarz dazu. Jetzt lege ich allerdings den Mops erstmal komplett mit dem Sepia von Rohr und Klinger vor. Diesmal nutze ich unterschiedliche Radierer. Einmal den Faber-Castell, den weichen Radierstift mit der rosafarbenen Seite und einmal ein Stift mit Spitzer, also ein Radierstift mit spitzer Radierspitze sozusagen, damit ich hier sehr, sehr feine Härchen eben ausradieren kann. Ich werde euch wieder alles wie gewohnt in der Infobeschreibung verlinken. Nochmal ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr was vorhabt zu sprühen, jetzt beispielsweise auch hier der Mops, wenn ihr das nachmachen möchtet, dann plant das einmal. Also sprich, was will ich damit sagen? Ich weiß ja von vornherein jetzt direkt, dass ich den Hintergrund einschwärzen möchte.
Dafür muss ich den Mops abkleben. Damit ich den Mops aber einwandfrei abkleben kann, ja, und mir nicht die Farbe abreiße vom Karton, ja, das sieht ja dann blöd aus natürlich, arbeite ich damit Haftungsvermittler. Und wenn ich natürlich mit dem arbeite, muss ich immer flott radieren. Und sowas muss man im Vorfeld natürlich einmal planen, ja, beziehungsweise wäre empfehlenswert, man muss es ja nicht, aber empfehlenswert. Früher habe ich das nicht gemacht, ja, und dann sind immer blöde Überraschungen passiert, wie beispielsweise, dass ich mir die Farbe vom Karton eben abgerissen habe, ja, oder ich viel längere Zeit brauchte, weil ich später mit dem Haftungsvermittler einmal über das komplette Werk gehen musste. Ja, und dann 24 Stunden warten musste, statt wenn ich jetzt den Haftungsvermittler beispielsweise direkt in die Farbe packe, ja, und damit arbeite. Also sowas einfach nur grob überlegen, wie geht ihr da am besten vor, ja. Wenn ihr auch mit Maskierfilm arbeitet, ganz wichtig, behaltet auch jeden Schnipsel dann dementsprechend. Falls ihr, Entschuldigung, Frosch im Hals, falls ihr den Maskierfilm auf jeden Fall nochmal braucht, ja, dann müsst ihr nicht stundenlang nochmal da sitzen und euch wieder den neuen Maskierfilm ausschneiden, sondern ihr habt dann einfach noch die Schnipsel. Ich behalte dann immer die Folie, wo der Maskierfilm eben drauf geklebt war, ja, und dann klebe ich da einfach meine Sachen, die ich ausgeschnitten habe, drauf, für den Fall der Fälle, wenn ich was brauche. Ja, und hier seht ihr den anderen Radierstift, womit ich sehr, sehr feine Linien eben ausradieren kann. Das kommt mir hier zugute bei dem Mops, vor allem unter der Schnauze, da hat er ja viele feine Härchen. Und genau, die werde ich jetzt hier einfach ausradieren oder habe ich ja schon bereits ausradiert. Aber es wird jetzt ein paar Mal passieren. Das heißt, es ist wieder eine Kombination, ein Wechselspiel aus Airbrushen und Radieren auf jeden Fall, damit die Fellstruktur da auf jeden Fall reinkommt und naturalistisch wirkt. Je mehr Schichten ihr nutzt, desto besser sieht es aus. Ja, desto naturalistischer wird es auch von der Tiefenwirkung her. Probiert es einfach mal aus. Genau, damit das jetzt nicht einfach so flach aussieht, arbeite ich hier auch mit vielen Schichten von Radierarbeit und ja, anschließend Airbrushen wieder und Farbe übernebeln. Ja, am Auge bin ich jetzt auch sehr dicht dran gegangen. Jetzt radiere ich hier nochmal die feinen Konturen aus, also vom Augapfel die Helligkeiten und jetzt nochmal ein bisschen die Fellstruktur unter dem Auge, wobei eher die Glanzlichter, also da hat er ja jetzt nicht so viel Fell, finde ich, der Kleine. Genau, und hier geht es einfach weiter mit der Fellstruktur und gleich übernebel ich das Ganze wieder. Wie schon erwähnt, verlinke ich euch wieder alle Produkte in der Infobeschreibung, also Achtung, Werbung, wenn ihr darüber bestellt. Es handelt sich da um Affiliate-Links. Ich bekomme dafür eine kleine Provision. Wichtig dabei, ihr habt dadurch keinerlei finanziellen Nachteil, wenn ihr darüber bestellt. Ihr unterstützt nicht nur meine Arbeit hier und den Kanal. Also ich freue mich über jede Bestellung, wenn ihr über die Links bestellt. Also fleißig bestellen. Vielen Dank dafür, für diejenigen, die das auch schon fleißig machen. Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben die 700 Abonnenten geknackt und wir gehen jetzt stark wieder auf die 800 zu. Wir sind jetzt bei 710. Für all diejenigen treuen Seelen auf diesem Kanal, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Videos anschaut, die Kommentare kommentiert, ja, und danke für eure Unterstützung. Es macht echt Spaß mit euch. Für all diejenigen, die noch nicht abonniert haben und ihr habt Interesse an der Airbrush-Technik, abonniert den Kanal. Hier bekommt ihr immer wertvolle Tipps, ja, und vor allem, ihr bleibt dran mit eurem Airbrush-Skill. Also abonnieren nicht vergessen. Viel Spaß bei dem Video.
Den Mops, den ich jetzt gesprüht habe, und der Fisch von letzter Woche, das waren ja Wünsche von euch, dass ich das einmal umsetzen soll. Tada, ich habe es jetzt gemacht. Jetzt brauche ich mehr Futter von euch, also kommentiert mal fleißig, was ihr denn sonst noch für Wünsche habt. Eine Sache habe ich noch ja, hier auf der Warteliste, das ist ein Drache. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Wenn, dann würde ich nämlich auch einen Drachen sprühen, der ein bisschen aufwendiger ist. Ne, und ihr wisst, ich bin gerade im Prüfungsstress. Also kommentiert auf jeden Fall fleißig, was ihr denn haben möchtet, wenn ihr denn Wünsche habt. Ich freue mich auf jeden Fall und ihr bekommt auf jeden Fall wieder eine Antwort. Ja, jetzt sind wir hier schon am Ohr von dem kleinen Mops. Hier habe ich dann auch wieder das Sepia verwendet, also ich arbeite nach wie vor mit dem Sepia. Jetzt gehe ich auch schon wieder mit einem weichen Radierstift von Faber-Castell drüber, und um die feinen Linien eben auszuarbeiten mit dem anderen Radierstift, der eben diese feine Spitze hat. Das klappt ganz gut, wie ihr seht. Genau, und später kommt noch das Kratzen dazu, um einfach noch Highlights zu setzen. Jetzt gehe ich hier noch dichter dran, um einfach hier die Schatten von dem Ohr noch besser eben anzulegen. Aber wie gesagt, das bearbeite ich gleich sowieso noch einmal mit Schwarz. Ich habe jetzt noch für euch mal nachgeschaut, wie der Radierer, den ich für diese feinen Härchen nutze, heißt. Der nennt sich Elastomer Eraser Mono Zero. Tombow oder Tombow. Ich verlinke es euch, wie gesagt, wieder in der Infobeschreibung, dann seht ihr das ja. Ja, damit der Mops hier auch richtig hören kann, ne, kriegt ihr jetzt auch ein zweites Ohr verpasst. Ne? Ohne Ohr oder ohne zweites Ohr ist ja doof. Genau, und hier gehe ich genauso vor. Das heißt, hier werde ich jetzt erstmal die feinen Härchen ausradieren. Ja, ihr kennt mich ja, ich springe jetzt wieder ein bisschen zum Auge, aber gleich geht es wieder zum Ohr. Ja, und hier radiere ich auch eben die feinen Härchen aus am Auge, oder die Helligkeiten vielmehr. Und das mache ich mit dem, ich habe schon wieder den Namen vergessen, muss ich gestehen. Aber wie gesagt, ich verlinke es euch. Damit der Maluntergrund auch immer schön fein säuberlich ist, sozusagen, nutze ich hier einen Zeichenbesen, also tatsächlich wirklich für den Radiermist einen Besen, den ich hier verwende. Den bekommt ihr auch im herkömmlichen Handel, also bei den großen Versandhäuser, Einkaufsmärkte oder wie ihr es nennen möchtet. Ja, hier der kleine Mops, der lebt hier von Licht und Schatten natürlich. Ne? Also ich habe ja viele Helligkeiten da ausradiert, damit die Struktur da reinkommt. Das habe ich ja im Vorfeld auch schon gesagt. Also damit die Tiefenwirkung einfach da ist, ja, arbeite ich hier mit vielen Schichten. Und das ist erstmal natürlich viel Arbeit. Also das nimmt schon Zeit in Anspruch. Also ich habe da auch wieder ein paar Stündchen dran gesessen. Diesmal kann ich euch gar nicht genau sagen, wie lange tatsächlich. Ich glaube, ja, so ein ganzer Vormittag war es schon. Um die feinen Härchen jetzt auch zu sprühen, gehe ich jetzt auch ein bisschen relativ dicht dran zum Maluntergrund. Das ist aber auch wieder so ein Wechselspiel, ne? Also manchmal gehe ich dichter dran mit der Airbrush-Pistole, ja, um die feinen Härchen ein bisschen anzudeuten und zu sprühen. Das meiste radiere ich ja auch aus. Und manchmal gehe ich auch ein bisschen weiter weg, wenn es ein Verlauf sein soll zum Maluntergrund, damit es schön flächig einfach übernebelt wird und ich da jetzt keine Flecken drin habe. Ich möchte euch jetzt hier für dieses Werk noch eine kleine Zusammenfassung geben, also wie bin ich jetzt grundsätzlich vorgegangen. Ich habe mir bewusst mein größeres Format ausgewählt, sprich DIN A3 habe ich jetzt genommen. Artboard, auf dem Karton habe ich gearbeitet, ne, im Hinblick auf Kratzen und Radieren. Vorher habe ich den Mops vorgezeichnet. Dann habe ich ihn jetzt, oder ich lege ihn ja jetzt noch an, mit Sepia einfach vorangelegt sozusagen. Zwischendurch immer ausradiert, ne, weil ich ja auch in der Farbe Medium drin habe.
Und wenn Medium drin ist, denkt dran, dann lässt sich die Farbe nicht mehr so gut radieren, wenn die durchgetrocknet ist. Deshalb immer nach Farbauftrag möglichst auch frisch radieren. Wenn das dann erledigt ist, werde ich den Mops abkleben, damit ich den Hintergrund einschwärzen kann, ja, und ich keinen Farbnebel auf dem Mops bekomme. Das seht ihr gleich nicht, also das habe ich tatsächlich ausgeblendet, da wollte ich euch jetzt nicht langweilen, ne? Ihr seht aber gleich das Ergebnis noch. Das habe ich dann wieder eingeblendet, ne, weil Einschwärzen vom Karton DIN A3 dauert halt ein bisschen, ist aber relativ langweilig. Nachdem ich den Hintergrund dann eingeschwärzt habe, nehme ich die Folie ab vom Mops und dann bearbeite ich jetzt noch die Highlights quasi, also nochmal Licht und Schatten natürlich, ein bisschen eindunkeln das Ganze, ne? Also mit der Airbrush-Pistole nochmal drüber gehen, mit den Radierern nochmal drüber gehen, dann auch mit einem Skalpell tatsächlich, da bitte auf jeden Fall sorgsam umgeht, ne? Also wenn ihr das nachmacht, auf jeden Fall ziemlich scharf, sage ich euch. Genau, und wenn das dann erledigt ist, dann ja, sind wir soweit auch durch mit dem Mops. Ja, hier geht es jetzt erstmal auch weiter unten mit der Fellstruktur. Da deute ich das auch nur relativ dunkel an. Also jetzt nicht zu dunkel, ne, weil der da relativ hell ist. Allerdings hier auch die paar Falten, die er eben da hat. Und gleich werde ich auch noch da die Fellstruktur eben ausradieren. Ja, hier in diesem Werk, weil das viel mit Fellstruktur eben ist, habe ich viel radiert. Es geht auch anders. Ihr könntet das theoretisch auch mit einem Pinsel vorlegen. Es gibt ja so Effektpinsel. Das könnte man auch machen. Auch eine coole Geschichte. Aber ich habe da nur einen sehr kleinen, deshalb habe ich den nicht verwendet. Ja, und hier seht ihr jetzt, dass ich die Folie abgerissen habe. Tada! Und jetzt ist das Werk fast vollkommen. Jetzt werden wir das noch ein bisschen dunkler machen und die Highlights jetzt hier mit der Klinge ausradieren bzw. auskratzen. Und wie gesagt, achtet darauf, die sind sehr, sehr scharf. Ne? Nicht, dass ihr euch schneidet oder verletzt. Auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr das nutzt. Alternativ zur Klinge könntet ihr auch einen Glasfaserradierer nutzen. Da auf jeden Fall unbedingt Handschuhe nutzen, also mache ich zumindest. Ich kenne auch Airbrush-Kollegen, die sind da echt hart und nutzen keine Handschuhe, aber es sind wirklich Glasfaser, also feinste Glassplitter im Grunde genommen, wenn man radiert, ja, und die dann irgendwo hinfallen. Und wenn ihr da mit der Hand drüber geht, dann tut das echt weh. Und ihr seht das ja manchmal nicht, weil die wirklich sehr, sehr fein sind. Deshalb nutze ich an dieser Stelle lieber Handschuhe. Jetzt nutze ich hier auch noch für die starken Helligkeiten einen Elektroradierer, aber wie gesagt, das übersprühe ich gleich noch. Ansonsten sieht das immer so aufgesetzt aus und das möchte ich natürlich vermeiden. Das sollen schon Helligkeiten sein, ja, aber ich übersprühe das gleich nochmal sachte, damit das auch wieder zusammenhängend wird. Ja, und gleich wechsle ich die Farbe, dann nehme ich das Schminke Schwarz, das seht ihr jetzt hier, um die Dunkelheiten einzuarbeiten. Wenn ihr möchtet, am Nasenloch, das habe ich jetzt zwar nicht gemacht, aber könnte ich eigentlich noch zur Verfeinerung, ja, da könnt ihr auch mit einem Buntstift, einem Polychrommus oder so, einmal die Nasenlöcher nochmal entlang gehen, damit es einfach schärfere Konturen gibt. Könnt ihr machen, ist aber kein Muss. Ich finde, der kleine Kerl sieht schon so ganz gut aus. Schreibt es mir doch mal wieder in den Kommentaren, wie euch das denn gefallen hat. Dadurch, dass das jetzt auch hier ein bisschen dunkler wird, ne, durch das Schwarz, wirkt der jetzt auch ganz anders. Ihr seht, ich finde, er bekommt hier total die Tiefenwirkung. Und bevor ich das vergesse, noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr die kleinen Härchen einradiert oder reinkratzt, wie auch immer,
ja, achtet darauf, dass das nicht zu gleichmäßig passiert. Weil ansonsten sieht das so aus, als wäre hier gestriegelt, ne? Und wir wissen alle, das sieht dann nicht zu naturalistisch aus. Das heißt, wirklich darauf achten, dass die Härchen eben ein bisschen kreuz und quer gehen. Seht ihr aber auch gleich nochmal, wenn ich das jetzt hier nochmal überarbeite mit dem Radierer und mit der Rasierklinge, wollte ich jetzt sagen. Nein, mit dem Skalpell eben nochmal. Da der oben ein bisschen gelblich ist, werde ich auch noch ein bisschen mit Brasilbraun arbeiten. Das seht ihr gleich im Endergebnis. Also das seht ihr jetzt nicht mehr, dass ich das übersprühe, ne? Sondern das seht ihr gleich im Endergebnis. So, und jetzt werde ich mal ein bisschen Party machen und feiern, die 700 Abonnenten hier auf dem Kanal. Und wenn ihr noch Lust habt auf die Airbrush-Technik, dann empfehle ich euch hier auf jeden Fall die coolen Beginner-Tierporträts. Bleibt unbedingt dran. Ich sag mal bis gleich. Ciao.